Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns heute wieder auf dem Main-Account, auf dem Magier. Und ja, es geht stets und ständig voran. Wir haben hier jetzt schon fast die 100.000 Basis-Attributpunkte in Intelligenz geknackt. Und ja, bei Ausdauer sind wir jetzt nach wie vor bei 51.000. Ich hatte ja jetzt gesagt, wir gehen jetzt erstmal ein Stück weit mehr auf Intelligenz. Ist einfach schlauer so, da ich ja viele Magier hier oben bekämpfe, momentan auf meinem eigenen Server, und da ist es besser, mehr vom eigenen Hauptattribut zu haben. Außerdem befinden wir uns gerade in der internationalen Ehrenhalle auch zwischen sehr vielen Magiern. Also kann das Ganze nur von Vorteil sein. Jo, also wenn ihr immer gegen euer eigenes Attribut antretet, ist es immer besser, ein bisschen mehr von euren eigenen Statpunkten oder von eurem Hauptattribut auch zu haben. Deswegen sagt man da dann so 60-40. Und wenn ihr gegen viele andere Klassen spielt, ist es vielleicht besser, so in Richtung 50-50, 45-55 zu gehen. Ja, je nachdem. Da müsst ihr halt gucken, ne? Jo, ansonsten habe ich einen neuen besten Try gegen Dr. Abavuvu. Den habe ich unter 1 Milliarde gekloppt zum allerersten Mal. Und ja, ich suche auch noch immer fleißig nach Edelsteinen hier. Also so wie es halt geht, versuche ich immer neue, beste, legendäre Edelsteine zu finden, aber es ist sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich mein Sammelalbum echt gut gefüllt mit Legendaries, aber ich finde so verdammt selten legendäre Steine. Es ist unglaublich. Ich habe jetzt alle meine Begleiter komplett legendär steintechnisch ausgerüstet. Der Bertram, da hat immer noch ein Stein gefehlt. Und da rede ich jetzt hier nicht vom Wissenschaftler, ja. Und ja, die sind jetzt alle komplett Legendary Gem-mäßig besetzt. Allerdings hatte es Ewigkeiten gedauert, bis ich den letzten Stein gefunden habe hierfür. Also, ja, ich weiß nicht, wenn ich im Monat 1 bis 2 Legendary Gems finde, dann ja, ist das schon fast gut irgendwie. Also, keine Ahnung, momentan ist das echt schlimm. Weiß nicht, ob es da nochmal eine bessere Phase gibt irgendwie. Ich habe dafür, dass ich so viele Einträge habe, müsste die Chance eigentlich gut sein so. Aber es kommt nicht vor. Naja, ich zeige euch mal den besten Try gegen Dr. Abavuvu. Der ist echt sehr, 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 sehr gut gewesen. Das war wieder so ein Try, wo man hätte sagen können, yo, warum liegst du denn jetzt nicht? Ja, also zuallererst haben wir hier den Bertram, der jetzt hier mit seinen kompletten Legendary Stones natürlich absolut gar keinen Unterschied macht, ob er die jetzt nun hat oder nicht. Ist nun dahingestellt, ist egal. Aber ich wollte die Begleiter ja komplett so ausrüsten, weil es immer gut, starke Begleiter zu haben. Wer weiß, was in Zukunft noch auf uns zukommt, so an Dungeons. Und dann hat man schon mal ganz gute Begleiter am Start, denn für die Dungeon-Gegner. Jo, mein Marquardt, ja, haut hier nochmal zum Schluss einen Milliarde-Crit raus. Der hat gut was hingelegt. Hätte von der Spanne her ein bisschen besser critten können. Er hatte viele Crits gemacht, aber die waren immer so 800 Millionen. Also nicht ganz so stark. Ja, was man dazu sagen kann, gut, ich meine, ist natürlich das Late-Game, ne? Aber jetzt achtet mal auf mich, ne? Ich mache hier richtig gute Arbeit. Ihr seht ja auch, wie viel Leben der Abavuvu noch übrig hat. Und da carry ich mal wieder alleine durch. Hab hier aber auch sehr viele Treffer dabei, die nicht critten, ja, ihr seht das. Und dann kommt 1,4 Milliarden Crit, dann kommt 1,6 Milliarden Crit, dann kommt der 2 Milliarden Crit und den letzten Treffer hätte ich vielleicht sogar noch fast überleben können, wenn der Abavuvu ja nicht ganz so krass reingehittet hätte, ne? Aber ihr habt gesehen, der war wirklich mehr als perfekt eigentlich, der Try. Außer, dass ich halt zum Schluss, weiß ich nicht, einmal nicht gekrittet, ja gut, der war nicht gut, der Crit, zweites Mal nicht gekrittet, drittes Mal nicht gekrittet. So. Viermal nicht gekrittet. Ne? Da hätte ein Crit mehr dabei sein müssen, dann wäre es das gewesen so. Und vor allen Dingen zum Schluss einfach mal einen 2 Milliarden Crit-Treffer rausgehauen. Das ist schon echt ganz nice auf jeden Fall. Und dabei habe ich nicht die allerbeste Waffenspanne, sag ich mal. 4800. Ich glaube, wir hatten uns das mal ausgerechnet. Ich kann bis zu 5400 finden rechts raus momentan. Und ja, das ist mehr so die Arena
Waffe, sag ich mal, die PvP-Waffe. Wenn ich eine PvE-Waffe möchte, dann nehme ich mehr mit einer Spanne rechts raus. Möchte ich aber momentan nicht. Ich möchte lieber konstant in der Ehrenhalle bleiben, anstatt hier hin und her zu schwanken, durch eine große Spanne halt. Da möchte ich lieber konstant sein, und Konstanz ist auch wichtig, wenn ihr in der Ehrenhalle oben stehen wollt. Ansonsten werdet ihr von Leuten halt hier ja, angegriffen, die weit unter euch sind, und dann kann es sein, dass ihr mit so einer Low-Spanne ja, hittet, dass ja, die Gegner euch besiegen, obwohl sie euch gar nicht besiegen dürften. So. Deswegen, es ist halt dieser Random-Faktor in dieser Spanne, wenn man halt eine hohe Spanne hat. So, ne? Hart. Und deswegen ist es halt auch gut, in den Dungeons eine große Spanne zu haben, weil ja, hier kann man die Randomness durch Pilze ausgleichen und ja, hat dadurch höhere Chancen, Gegner zu besiegen, die man eigentlich noch nicht besiegen könnte. Und deswegen hatte ich mich an der Stelle so gefragt, yo, ich habe jetzt hier eine Waffe mit 4800 rechts raus so und habe jetzt gegen Abavuvu einen 2 Milliarden Crit rausgehauen. Was wäre, wenn ich jetzt eine Top-Spanne gehabt hätte von 5400 momentan gerade und damit die komplette Spannweite gekrittet hätte? Da wäre der doch bestimmt auf 2,5 Milliarden oder so vielleicht. Ich weiß nicht, wonach da genau die Berechnungen gehen oder so, keine Ahnung. Aber der hätte schon geschmeckt auf jeden Fall. Also so ein 2,5er Milliarden Crit wäre da bestimmt drin gewesen. So, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht auch weniger, ich kann es nicht sagen. So, der Try ist auch gar nicht mal so verkehrt, aber reicht leider auch vorne und hinten nicht aus. Ich merke aber, dass wir uns trotzdem deutlich, deutlich verbessert haben. Wir machen sehr viel mehr Schaden als vorher, konstanter auf jeden Fall. Und man merkt, dass da schon Improvement drin steckt. Vorher waren da auch teilweise Tries gegen Abavuvu dabei gewesen, ja, wo man eigentlich, ja, die man wegschmeißen kann, so, ne? Ich meine, sind heute auch immer noch ein paar Tries dabei, aber man merkt, ja, seine Verbesserung, das Improvement merkt man, dass man Fortschritte macht und so. Und das ist sehr, sehr cool zu sehen, auch anhand von dem Dungeon-Gegner hier. Nicht nur, dass man sich das alles aufschreibt und so pro Monat, was für Stats macht man hier wieder gut, was für eine Basis-Stats macht man, Overall-Stats, was ist hier und da, und ne, sondern auch einfach mal ganz stumpf anhand von einem Dungeon-Gegner sieht, yo, der ist jetzt schon machbarer als die Tage davor, so, ne, oder Wochen oder Monate in meinem Fall. Und ja, da ist auf jeden Fall Potenzial da und man sieht, man kommt voran. Und das ist sehr, sehr nice, und ich freue mich, dass es auch vorangeht, und ich freue mich, wenn ich den Abavuvu endlich mal besiegt habe, denn danach kommt ja der Shakes und dann kommt der Fidget schon zum Schluss, aber der Shakes, das ist ein Kriegergegner und der ist nochmal deutlich angenehmer als jetzt der Abavuvu. Das heißt, danach, nach dem hier, haben wir nochmal einen Easy Snack, nochmal einen Easy Dungeon Gegner vor uns, den wir einfach so wegsnacken können, und dann stecken wir uns einfach 600 Millionen Erfahrung durch die zwei Gegner in die Tasche, ja, und sind unserem Gesamtziel jetzt erstmal von Stufe 600 dadurch ein deutliches Schritt näher gekommen, weil auf meiner Stufe macht man nicht mehr allzu viel Erfahrung am Tag. Ne, das ist sehr gering, und deswegen freut man sich dann natürlich über jeden Dungeon-Gegner, der da in der Zeit auch liegt. So, ne? Bei Poseidon habe ich jetzt, das sind ja die letzten zwei Gegner, die momentan bei mir noch offen sind. Ne? Und bei Poseidon habe ich jetzt die letzten Tage überhaupt nicht reingeschaut, weil der ist von den, ja, von der Wahrscheinlichkeit her noch ein bisschen geringer wahrscheinlich als Abavuvu. Der Abavuvu hat schon deutlich bessere Tries rausgeschmissen, aber ja, das ist halt eben Geschickgegner. Und ja, da kann unsere Kunigunde halt viel ausweichen. Das Ding ist halt, Poseidon, der weicht halt auch verdammt viel aus. Und der steckt halt nochmal ein bisschen mehr weg, weil der einfach mal 17,4 Milliarden Leben hat. Ne? Und da machen wir nicht allzu viel. Da ist er hier schon deutlich realistischer. Er hat zwar auch 16,1 Milliarden Leben, was auch schon nicht wenig ist, so vor allen Dingen als Magier, holy shit. Ne? Das ist schon krass. Aber trotzdem hat er hier deutlich bessere Chancen, und ja, ich weiß halt auch, nach dem Gegner kommt halt direkt noch einer, den wir besiegen können, gleich im Anschluss wahrscheinlich, und bei Poseidon weiß ich, nee, ich glaube danach bei Poseidon kommt, glaube ich, Loki, und dann kommt Zeus als allerletzter Gegner, denn und die sind beide nicht machbar. So, Zeus schon gar nicht, und Loki wird auch in ein paar Monaten
nicht liegen, wenn er überhaupt dieses Jahr fällt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da noch an, was nötig ist, um diesen Dude, denn der nach Poseidon kommt, zu besiegen. Aber das ist auch gar nicht unser Ziel. Wir konzentrieren uns hier erstmal auf die Taverne der dunklen Doppelgänger und schauen erstmal, dass wir hier aber Wuvu und Shakes down kriegen. Fidget wird danach auch erstmal wieder eine Zeit lang, glaube ich, unmöglich sein, weil das ist auch wieder ein Magier, der nochmal mehr Schaden rausballert und wahrscheinlich noch mehr Leben hat und so. Deswegen wird der wahrscheinlich, also die letzte Etage hier, auch erstmal nicht machbar sein. So. Aber ist auch egal. Ja, ist ja ganz nett, wenn man immer noch so ein paar kleine Ziele hat, an die man sich so festhält hier, ne, und wäre auch schade, ja, wenn man hier einfach gar nichts mehr zu tun hat, ne. Grüße gehen raus an Nachteule. Ja, der als allererstes hier alle Dungeons in ganz Shakes und Fidget gecleart hat. Ne, müsste auch hier, glaube ich, noch, ja, ist hier auf Platz 4 momentan gerade mit den Step-Punkten hier. Ja, alles klar. Nochmal ein Crit. Jo, das sind die Magier, die machen nochmal ein Comeback hier gegen die Krieger. Das war es soweit aber erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Bald ist es, denke ich mal, soweit. Bald klatschen wir den Abavuvu. Ne? Ganz knapper Try hier schon gewesen. Sehr, 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 sehr knapp. Und bin gespannt, wann es denn soweit sein wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Vermutungen sind, wann Abavuvu so fällt. Alles klar. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.